Mein Name ist Matthias. Ich benötige eine Rehabilitation, weil ich eine starke Fußheberschwäche habe an beiden Beinen, zu 100% diagnostiziert bei der Uni Würzburg. Und ich bräuchte Hilfe, dass ich dann wieder besseres Gleichgewichtsgefühl habe, bessere Standhaftigkeit, weil ich sturzgefährdet bin, dass ich mir einfacher im Leben tue. Ich finde das Lambda-Gerät sehr gut, weil dann in der Stellung, wo das Gerät steht, ich zur Ruhe komme, alles über den Kopf arbeiten muss, die Signale weitergeben, wo gestört sind von den Nerven her zu den Beinen und ich das gut kompensieren kann mit der Bewegung an Laufband und so weiter, da ich da Kraft aufbauen kann und da mit dem Gerät ich mir einfacher tue, das nochmal im Kopf wieder zu spiegeln. Das Interessanteste ist an dem Gerät, da verschiedene Programme in Einsatz kommen und man sich dann auch wieder einfacher fühlt. Das ist zum Beispiel das Skiprogramm, wo man eigentlich schon seit Kindheit kann, das es verwirklicht hat im Körper. Und dann tut man sich bei dem Programm einfacher, wie dann wieder neue Sachen, wie mit dem Flugzeug zum Beispiel, wo ich mir dann schwer tue, dass man das dann versucht, sich das Gleichgewicht von beiden Beinen wieder anzueignen. Der Lambda hat mir mehr Sicherheit gebracht, dadurch, dass ich mit beiden Beinen in dem Gerät aktiv bin und ich eine Symbiose zwischen rechten und linken Bein ausgleichen kann. Mein rechtes Bein ist etwas stärker, dann muss ich das linkere heben, dass das wieder eine Einheit gibt. Und das am Laufband oder auf dem Kraftgerät kann man das immer ein wenig überspielen, aber an dem Gerät eigentlich nicht, weil dann beide Beine gleichzeitig gefragt sind. Lieblingsspiele sind das Skifahren, aber das mit dem Flugzeug, das für mich am schwierigsten ist, weil ich beide Beine synchron zueinander bewegen muss, um einen Erfolg zu haben. Und beim Skifahren ich ja nur einbeinig agieren kann. Das ist für mich einfacher, aber die Herausforderung ist, beide Beine gleichzeitig in Synchron zu bewegen. Verwendung von Robotern in der Reha befürworte ich. Man muss aber auch dazu sagen, dass ich eine Grunddisziplin vom Training her, äh, Krafttraining, das zueinander passt, das Verhältnis zueinander passen muss. Weil der Roboter mir nur eine Unterstützung geben kann, ne, um die Bewegung exakter auszuführen. Als wie wenn ich jetzt keine Grundtraining habe, keine Grundkondition, kein Grundkrafttraining und mich selber nicht bemühe, kann der mir das nicht ersetzen. Also das passt zusammen, in der Reha hervorragend, aber man muss auch dafür körperlich was tun. Durchschnittlich mache ich mit dem Lambda alle 2 Tage 20 Minuten. Der Vorteil bei mir ist jetzt, weil ich in der Fußheberschwäche, dass beide Beine fixiert sind und ich dann das Gefühl, weil ich das nervlich, also gefühlsmäßig in den Fußzehen nicht so spüre, da ich aber fixiert bin auf dem Brett, dass ich dann das Gefühl mehr über das Schienbein, über den Spann bekomme und über die Ferse und dass ich das dann mit der Zeit, wenn das Gefühl besser wird, das sich überträgt auf die Zehen.